Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Try-On-Haul von mir. Ich habe sehr dick eingeshoppt bei ASOS, Zalando und bei Zara. Zuallererst mal dieses Top, das ich jetzt auch schon trage. Das ist so ein Blusentop, so mehr oder weniger, hat hier Rüschen an den Schultern und ist trotzdem super bequem. V-Ausschnitt vorne und V-Ausschnitt hinten. Das werde ich auf jeden Fall behalten, denn das gefällt mir so unglaublich gut. Ich verlinke dir übrigens alle meine Klamotten, die ich dir jetzt hier zeige, unten in der Infobox. Da kannst du noch mal reingucken. Und ich mag es auch einfach mal gerne, andere Tops zu tragen, nicht immer nur dasselbe. Und dieses Top ist wirklich was Besonderes und mal wirklich ein Hingucker. Nichts Gewöhnliches, wie man es überall immer sieht. Und ich finde, man kann es so super schön mit einer hellen Short kombinieren. Mit einer High-Waist-Short zum Beispiel kommt das richtig gut und man braucht auch gar nicht viel mehr noch dazu. Als nächstes habe ich diese Hose hier für dich, weiß mit schwarzen Punkten, mit Gummibund oben. Ich finde, sie trägt sich schon sehr bequem. Was mir nicht so gefällt, sind die Fältchen, die sie vorne an der Leiste macht. Von hinten, finde ich, gefällt sie mir sehr gut. Ich finde auch den Gummizug oben schön. Das macht eine schöne Figur. Ich mag es auch, dass sie so ein bisschen höher geschnitten ist. Ich mag es auch, dass man mal einen anderen Stoff trägt, außer Jeansstoff. Trotzdem bin ich mir bei dieser Hose etwas unsicher. Wie gefällt sie dir denn? Also diese Falten vorne im Schritt, also in der Leiste, die stören mich einfach tierisch. Findest du störend oder nicht? Dann als nächstes eine Leinenhose. Die fühlt sich auch super gemütlich an und umso trauriger ist es, dass mir hier der Schnitt gar nicht gefällt. Also sie ist auch irgendwie zu groß, obwohl es dieselbe Größe ist wie die andere Hose. Trotzdem fällt sie irgendwie größer aus, muss ich deshalb definitiv zurückschicken. Ansonsten gefällt sie mir gut. Der Gürtel gefällt mir hier nicht so gut. Der ist hier standardmäßig schon dabei, aber da kann man ja auswechseln und was anderes dazu nehmen. Ich finde Leinenhosen aber im Sommer immer so toll, weil man da nicht so schwitzt. Es kommt mehr Luft durch und ja, ist einfach eine schöne Optik. Wobei man hier auch immer ein bisschen aufpassen muss, dass es dann nicht so ein Öko-Touch bekommt, dass man das Ganze noch mit einer schönen Bluse aufpeppt und mit schönen Schuhen, damit es ein bisschen mehr, also nach mehr dann aussieht. Bei Zalando habe ich mir dann diese Sandalen hier bestellt. Die gefallen mir allerdings leider gar nicht. Da habe ich mir mehr erwartet. Auf dem Bild haben sie anders ausgesehen. Ich finde, dass sie in echt durch diese Glanzoptik, also es ist ja natürlich Kunstleder, aber total billig aussehen. Also da hatte ich schon andere Schuhe, die auch aus Kunstleder waren, die nicht so billig verarbeitet waren. Also die gefallen mir nicht. Auch die Farbe, finde ich, kommt jetzt nicht so schön rüber. Sieht irgendwie auch ein bisschen altbacken aus. Deswegen wandern die auf jeden Fall wieder zurück. Dann habe ich noch ein paar schöne Römer-Sandalen in rosa bestellt, auch von Zalando. Die gefallen mir prinzipiell schon sehr gut. Ich finde die Absatzhöhe schön. Ich finde es schön, dass das ein breiterer Absatz ist und man wirklich bequem steht. Ich mag auch die goldene Schnalle. Was mich aber total stört, ist einfach, dass wenn ich den Fuß bewege, dass sie dann seitlich so aufklaffen. Also irgendwie steht das dann seitlich so ab und es sieht aus, als wären sie mir zu groß, aber es ist meine Größe und sie sind auch nicht so groß. Fällt irgendwie nicht so schön, der Schnitt ist hier wohl auch nicht so schön. Deswegen bin ich mir hier sehr unsicher, tendiere schon fast dazu, sie zurückzuschicken. Aber was sagst du dazu? Wie gefallen dir die Schuhe? Lass mich das doch noch wissen. Dann zu den Sachen von ASOS, da habe ich mir schöne Overalls ausgesucht, zumindest haben sie alle schön ausgesehen. Der erste ist ein kurz geschnittener Einteiler-Overall mit Spitzenärmeln. Der ist aus Leine bzw. Baumwolle, also Naturstoffe, fühlt sich sehr gut an, ist aber schon sehr knapp geschnitten. Auch vorne am Dekolleté ist es sehr offen, also das könnte ich auf keinen Fall so lassen. Mir gefällt dieser Overall aber sonst schon wirklich sehr gut. Er ist halt nicht für den Alltag so gut geeignet, sondern für den Strand nur oder für einen Sommertag im Garten oder am Pool. Schön ist es auch, dass er vorne mit einer Schleife gebunden wird und dann hier auch nochmal offen ist, also die Schleife bildet einfach nur so eine kleine Abtrennung. Ja, schon sehr freizügig, trotzdem gefällt er mir gut. Ja, jetzt kommt ein weißer Overall, der so toll ausgesehen hat im Internet.
Jetzt habe ich ihn an und ich habe immer ein paar Problemzonen, nämlich die Hüfte passt nicht wirklich zu meiner Größe oben herum. Das heißt, ich muss so Overalls natürlich so aussuchen, dass sie zu meiner Hüfte passen, also dass sie auf jeden Fall mal drüber gehen. Und dann habe ich immer das Problem, dass es obenrum dann zu groß ist, wie es hier auch der Fall ist. Geht gar nicht, werde ich definitiv zurückschicken. Ich glaube, sowas kann sehr, sehr gut rüberkommen, aber nur dann, wenn er tatsächlich wirklich überall schön eng sitzt. Die weiten Beine können sehr gut kommen mit Keilabsätzen, also Absatzsandalen oder so. Sehr, sehr schön, aber nicht für mich. Dann habe ich noch einen rosanen Overall, der sitzt wirklich enger. Das liegt jetzt daran, dass das Ganze ein Jersey-Stoff ist und dass ich hier schon mal nicht mehr so auf den Größenunterschied aufpassen musste. Auch bei dem bin ich mir irgendwie unsicher. Ich finde ihn so einerseits schon ganz gut, aber dann ist es doch schon immer sehr gewagt, also schon sehr körperbetont. Von hinten gefällt er mir nicht, also da müsste man auf jeden Fall ein kleines Jäckchen, ein Cardigan oder irgendwas drüber ziehen, damit es dann schön aussieht. Vorne rum mit der Schleife gefällt er mir sehr gut und auch da mit schönen Sandalen könnte das ganz gut kommen. Wie gefällt der euch denn? Auch noch ein Sommerkleid habe ich mitbestellt. Das hat jetzt Farben, solche bestelle ich normalerweise nicht, aber das hat mich irgendwie total angesprochen. Kommt natürlich auch erst dann richtig gut rüber, wenn man, denke ich, sehr gebräunte Haut hat. Hier erscheine ich jetzt doch ein bisschen zu blass irgendwie in dem Kleid. Man es dann da nicht wirklich sieht, dass es wirklich so durchsichtig ist. Ich musste jetzt hier sehr darauf achten, wie ich dastehe und dass ich hautfarbene Unterwäsche trage. Also im Alltag wäre das nicht möglich, da wäre es ein reines Strandkleid. Der offene Rücken gefällt mir aber wirklich ziemlich gut, sowas mag ich gern. Ein schöner Rücken ist doch noch manchmal auch mehr wert als ein schönes Dekolleté. Wobei, man sollte auf beides ein bisschen achten, aber ich finde, ein Rücken kann auch sehr, sehr viel hermachen. Und dann habe ich noch einen letzten Overall in schwarz diesmal, der vorne über Kreuz gebunden wird und dann im Nacken verknotet wird. Der ist aus schwarzem Jersey, hat auch sehr weite Beine, sitzt oben eng, das gefällt mir schon gut. Wie gefällt der euch denn jetzt? Also mir gefällt er schon. Stelle ich mir mit goldenem Schmuck, zum Beispiel einer tollen Handtasche, lockigen Haaren und einfach für einen Glamourabend schon sehr gut vor. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass das Ganze auch im Alltag noch bequem bleibt. Und zuletzt habe ich noch Schuhe mitbestellt. Das sind so schwarze Schlappen-Sandalen, auch schöner breiter Absatz. Die gefallen mir prinzipiell sehr, sehr gut und die hätte ich wirklich gerne behalten. Das sind tolle Alltagsschuhe. Macht mehr her als ein Flipflop, macht auch mehr her als diese Ballerinas, die mir mittlerweile schon total langweilig werden. Allerdings sind die unglaublich unbequem, deshalb muss ich sie leider zurückschicken und kann sie nicht behalten, denn wenn schon beim Anprobieren innerhalb von 5 Minuten ich irgendwie Druckstellen merke und merke, dass es mir unbequem wird, dann werde ich damit nicht froh, dann ziehe ich die einmal an und dann nie wieder. Sehr schade. Das war's mit meiner Try-On-Haul, mit meiner Fashion-Haul. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Gefallen euch Fashion-Hauls auch? Try-On-Hauls? Wollt ihr gerne Wishlists von mir, was ich mir so plane zu kaufen bei Zalando, ASOS oder sonst wo? Schreibt es mir in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Wer bis hierhin dran geblieben ist, schreibt doch mal #SoFashion in die Kommentare rein. Vergiss nicht gleich, mich zu abonnieren und du verpasst kein neues Video mehr von mir. Ich verlinke dir hier drüben jetzt auch noch Videos bzw. eine Playlist, die dich auch interessieren könnten. Klick dich doch da mal rein und dann bis nächstes Mal. Tschüss!